Seit Jahrhunderten sind die Wikinger Sinnbild für rohe Kraft, unerschütterlichen Mut und die uneingeschränkte Herrschaft über die See. Ihre Drachenboote mit geschnitzten Ungeheuern am Bug pflügten die kalten Wellen von den britischen Küsten bis zu den Flussarmen des heutigen Russlands. Ihr Ruf eilte ihnen voraus, als Plünderer, als Eroberer, als Schrecken des Mittelalters. Doch selbst für jene, die selbst Schrecken verbreiteten, gab es Orte, die sie mieden. Orte, über die nicht gesungen wurde, sondern geflüstert. Denn im tiefsten Norden, dort, wo sich heute Finnland und die russische Kola-Halbinsel berühren, existierte einst ein Volk, das selbst den Nordmännern das Blut in den Adern gefrieren ließ: die Viamios. Sie waren kein Reich mit Burgen und Fahnen. Sie waren Schatten im Schnee, Stimmen im Wind, Jäger des Waldes. Und sie hinterließen kaum mehr als Angst in den Geschichten derer, die wagten, ihre Wälder zu betreten. Wo mittelalterliche Chronisten in den Klöstern Europas die Schrecken der nordischen Invasionen in Tinte tränkten, schrieben sich an anderer Stelle Legenden des Schweigens. Geht nicht weiter nach Osten, so warnten sich selbst die kühnsten Seefahrer. Die Wälder des weißen Nordens gehören nicht uns. Während die meisten Völker Europas versuchten, sich gegen den Ansturm der Wikinger zu verteidigen, blieben die Viamios unbeugsam. Ihr Geheimnis war nicht eine überlegene Armee oder göttliche Hilfe, es war ihr unerschütterliches Bündnis mit der Wildnis. Sie kannten ihr Land, ihre Bäume, ihre kalten Winde besser als jeder andere. Wo für andere das Eis ein Hindernis war, war es für sie ein Verbündeter. Der Boden, den sie bewohnten, war kein sanftes Land. Der weiße Norden war erbarmungslos. Winter, die Monate andauerten, mit Temperaturen von unter minus 45 Grad. Kurze, von Mücken geplagte Sommer. Sümpfe, Tundra, zerklüftete Wälder, in denen der Nebel nie wich. Doch genau diese Landschaft machte die Viamios unangreifbar. Sie waren nicht Bewohner des Waldes, sie waren selbst Teil von ihm. Archäologische Funde im heutigen Gebiet von Archangelsk und rund um den Weißen See lassen auf eine ausgeklügelte Baukunst schließen. Halb in den Boden eingelassene Behausungen mit Moosdämmung und eisabweisenden Dächern hielten Temperaturen von plus 15 Grad im Inneren, selbst wenn draußen der Schnee meterhoch lag. Ohne Feuer, allein durch Isolierung und Bauweise. Doch noch mehr Angst als ihre Bauwerke flößte ihre Art zu kämpfen ein. Die Viamios führten keinen offenen Krieg. Es gab keine Trommeln, keine Schlachtreihen. Der Kampf war für sie ein Spiel aus Schatten und Stille. Sie jagten Männer wie Tiere, mit geschärftem Blick und unhörbaren Bögen. Ihre Pfeile waren schmal, mit rautenförmigen Spitzen versehen, die Leder und Metall durchdringen konnten, lautlos, tödlich. Sie bewegten sich auf Schlitten, leicht und symmetrisch, viel effizienter als die nordischen Langski. Während ein Wikinger in seiner eisernen Rüstung durch knietiefen Schnee stapfte, glitten die Jäger der Viamios lautlos an ihm vorbei und verschwanden. Selbst die Gräber erzählen von dieser Furcht. Wikinger, die nahe der viamischen Grenze beigesetzt wurden, tragen oft zusätzliche Amulette, magische Schutzrunen und ungewöhnlich viele Defensivwaffen bei sich, als ob sie ahnten, dass ihre Feinde nicht nur mit Pfeil und Bogen, sondern mit etwas Unsichtbarem kämpften. Ein besonderer Fund nahe Archangelsk offenbarte eine Waffe mit eingravierter Rune. Hüte dich vor den Wächtern des Weißen Waldes. Ein Warnzeichen und ein Eingeständnis der Angst. Die Viamios kämpften nicht nur mit dem Bogen, sie kämpften mit dem Wald. Gruben versteckt unter Schneedecken, Fallen aus getarnten Baumstämmen, Schneise für Schneise vorbereitet, um den Feind in einen engen Pfad zu locken, wo er nie wieder hinausfand. Die Viamios kämpften nicht nur gegen ihre Feinde, sie kämpften gegen die Vorstellung, dass der Norden den Wikingern gehöre. Und sie gewannen nicht durch Masse, sondern durch List. Die wohl berüchtigtste Episode war das, was später als die Schlacht der schlafenden Feuer in die norwegischen Chroniken einging.
Im Winter des Jahres 995 hatte eine Streitmacht unter Führung eines gewissen Jonazan, einem ehrgeizigen Jarlssohn, geplant, die vereisten Seen des Nordens als Schlachtfeld zu nutzen. 3 Langschiffe, voll beladen mit Männern und Waffen, glitten über die zugefrorene Fläche. Ein taktischer Vorteil, dachten sie. Doch sie waren erwartet worden. Was die Wikinger nicht wussten: Die Viamios hatten unter dem Eis zuvor Öl und Harz verborgen, eingefroren in flachen Kammern. Als die Wikinger den zentralen See überquerten, zündeten verborgene Späher das Eis an. Flammen schossen aus Rissen, der gefrorene Boden knackte, Nebel aus Rauch und Dampf verdunkelte den Himmel. Panik brach aus. Männer stürzten in brennende Spalten, andere flohen Richtung Ufer, nur um dort von unsichtbaren Bogenschützen empfangen zu werden. Die wenigen Überlebenden berichteten von Feuern unter den Füßen und Augen in der Dunkelheit. Die Hälfte der Invasoren blieb dort, unter Schnee und Asche. Diese Taktik war kein Einzelfall. Im Jahr 1026 führte Thorhan, ein norwegischer Fürst, einen weiteren Versuch an, viamisches Gebiet zu erobern, offiziell als Handelsmission getarnt. 3 Drachenboote mit über 300 Männern landeten an der Mündung des Dwina. Zunächst war die Begegnung friedlich. Es wurden Waren ausgetauscht: Felle, Bernstein, Eisenwerkzeuge. Doch als einige Männer versuchten, einen Hügel nahe dem Lager zu betreten, brach der Himmel selbst über sie herein. Fallende Baumstämme, gelenkt durch Seile, durchtrennten Reihen. Gruben mit Dornen verschluckten ganze Trupps. Pfeile regneten von überall. Es war keine Schlacht, es war ein Massaker. Nur ein einziges Boot kehrte zurück, so dezimiert, dass selbst Kinder an den Rudern helfen mussten. Diese Niederlagen hinterließen Spuren, nicht nur im Stolz, sondern auch in der Kriegstechnik der Wikinger. Archäologen fanden in Gräbern bei Tromsø und dem Weißen Meer Schilde mit rückwärtiger Verstärkung, Gesichtsplatten aus gehärtetem Leder, dickere Untergewänder. Die Wikinger passten sich an einen Feind, den sie nicht greifen konnten. Doch selbst in dieser bitteren Feindschaft blieben Brücken offen. In den Grenzregionen entstanden schweigende Handelsplätze, Marktplätze, auf denen niemand sprach. Die einen legten ihre Waren ab, traten zurück. Die anderen kamen, prüften, tauschten. Es war ein Tanz aus Respekt, Misstrauen und Notwendigkeit. Denn selbst Furcht kann Handel treiben. Für die Wikinger war der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn eines heroischen Weges zum Valhalla oder Freyjas Halle. Ihre Toten wurden mit Waffen, Schmuck und mitunter ganzen Booten verbrannt oder begraben. Der Leichnam war eine Hülle, das Feuer der Schlüssel ins Jenseits. Doch bei den Viamios war es anders, radikal anders. Archäologische Funde in der Nähe von Petschenga und nördlich von Kandalakscha zeigen Begräbnisstätten, die kaum in bekannte Muster passen. Keine Langschwerter, keine Bronzeschmuckstücke, keine Runensteine. Stattdessen Körper, konserviert, nicht verbrannt. An manchen Stellen Hinweise auf primitive Mumifizierung. In einem Grab wurde ein Leichnam in Tannenharz eingelassen, in sitzender Haltung, mit offenen Augenhöhlen zum Wald gerichtet, als würde er wachen. Was die Wikinger dabei besonders erschreckte: Es waren nicht nur Männer, auch Frauen, teils mit Jagdwerkzeugen bestattet, teils mit zeremoniellen Masken versehen, lagen dort. Die Viamios hatten offenbar eine gänzlich andere Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Eine, in der die Verbindung zu den Ahnen nicht gelöst, sondern gepflegt wurde. Der arabische Diplomat Ibn Fadlan, der im 11. Jahrhundert den Norden bereiste, berichtet von einem Stamm im Eis, der seine Toten nicht bestattete, sondern ihre Seelen im Körper hielt, um ihren Schutz nicht zu verlieren. Er sah darin eine Form der Ehrfurcht, so tief, dass sie das Feuer verweigerten. In einer Kultur, die Feuer als heilig verehrte, war das ein Affront. Für die Wikinger ein Tabu. Auch die Rolle der Frau bei den Viamios war für die Nordmänner verstörend. Nicht als Schildmaid,
eine romantisierte Ausnahmegestalt, sondern als gleichberechtigte Kriegerin, Jägerin, Anführerin. Slawische Chroniken berichten von einer Verteidigung nahe dem See Imandra, bei der eine Frau namens Velia die BogenschützInnen anführte mit tödlicher Präzision. Für die Nordmänner, die Frauen vor allem im Haus sahen, war das Bild einer Frau mit blutiger Axt ebenso faszinierend wie beängstigend. Hinzu kamen die Grenzzeichen. An Bäumen geschnitzt, auf Pfosten geritzt oder in Stein gemeißelt. Tiergestalten mit überlangen Zähnen, stilisierte Augen, verschlungene Spiralen. Keine klaren Warnungen, sondern emotionale Symbole. Du wirst gesehen. Du wirst geprüft. Du bist hier nicht willkommen. Viele Wikinger hielten diese Zeichen für magisch. Noch heute berichten alte Legenden der Samen vom weißen Nebel, der sich nur über den Fremden senkt, der Grenzen missachtet. Was einst als Mythos galt, bekommt durch die Artefakte der Viamios neue Schärfe. Die letzte große Expedition in das Land der Viamios fand im Jahre 1026 statt. 3 Drachenboote unter dem Kommando von Jarl Thorhan, über 300 Männer stark, stachen in See. Ihr Ziel? Neue Handelsrouten durch den Nordosten zu erschließen, vielleicht auch das sagenumwobene Schwarze Holz zu plündern. Zunächst verlief alles ruhig. Die Viamios zeigten sich friedlich, tauschten Felle gegen Eisen, Salz gegen Bernstein. Doch als die Wikinger versuchten, ein heiliges Gelände zu betreten, ein Hügel mit markierten Steinen und rituellen Objekten, kippte die Stimmung. Was dann geschah, wurde nie ganz verstanden. Nur eines ist sicher. Von den 3 Schiffen kehrte nur eines zurück, halb leer, mit verletzten Männern, einige gezeichnet von Brandwunden, andere mit Pfeilen im Rücken. Sie sprachen wenig, und wenn, dann in Flüstern. Archäologen fanden später in der Nähe des Weißen Meeres Massengräber, mehr als 40 Skelette, viele mit tödlichen Verletzungen an der Wirbelsäule. Die Waffen waren nordisch, die Verteidiger unsichtbar geblieben. Keine Reste von feindlichen Lagern, keine Hinweise auf große Kämpfe, nur stille Effizienz. Eine andere Begebenheit, datiert auf den Winter 995, erzählt von einem gescheiterten Versuch, das gefrorene Terrain auszunutzen. Eine Gruppe unter der Führung von Jonazan überquerte den Dwina-See. Was sie nicht wussten: Unter dem Eis hatten die Viamios Fässer mit Harz und Fett vergraben. Als das Eis zu brennen begann, war es zu spät. Die fliehenden Männer wurden von Pfeilen durchbohrt. Die Natur, ihr Verbündeter, hatte gesprochen. Diese Erfahrungen hinterließen Spuren. In späteren Wikingergräbern nahe der Viamio-Grenzen wurden erstmals Gesichtsschutzmasken und verstärkte Schilde gefunden. Eine Anpassung an eine neue Form der Kriegsführung. Unsichtbar, tödlich, aus dem Schatten. Und doch, nicht alles war Kampf. In späteren Jahrhunderten entstanden stille Austauschzonen, Orte, an denen Handelsgüter wortlos zurückgelassen wurden. Bernstein gegen Heilpflanzen, Eisen gegen getrocknetes Fleisch. Niemand sprach, niemand blieb. Doch das gegenseitige Erkennen bestand. Die Linie, die Viamios und Wikinger trennte, war keine Mauer. Es war eine Grenze aus Respekt, Furcht und dem Wissen, dass manche Orte nicht erobert, sondern verstanden werden müssen. Während Europa sich veränderte, Reiche kamen und gingen, blieben die Viamios abgeschieden, unbezwungen, unberührt. Bis ins 12. Jahrhundert überdauerte ihre Kultur, danach verschwimmen ihre Spuren. Vielleicht zogen sie sich zurück, vermischten sich, verschwanden im Nebel. Vielleicht wollten sie einfach nicht mehr gesehen werden. Doch ihr Vermächtnis blieb. In Runen, in Flüchen, in Liedern, die nicht gesungen, sondern nur geflüstert wurden. Die Viamios, keine Legende, sondern die Schatten, vor denen selbst die Schatten der Wikinger Ehrfurcht hatten.